Auf der Suche nach Molly fuhren Jim und Lucas auf dem Staatsschiff ihres Freundes, dem Kaiser von China, durch die Meere. Da begegnete ihnen das Schiff der Wilden 13. Sie waren die schrecklichsten Piraten, die die Welt je gesehen hatte. Sie sind es. Die Wilde 13? Ja, mit Molly an Bord. Molly? So, jetzt wird es ernst. In diesem Video werden die neuen Features der Version 5.13 der Windows Store App Track of the Day vorgestellt. Viel Spaß! Für den leichten Einstieg in Track of the Day gibt es 3 Benutzerprofile: Anfänger, Fortgeschritten und Experte. Diese Benutzerprofile kannst du in den Anwendungseinstellungen wechseln. Um die Einstellungen zu öffnen, klickt man auf die Schaltfläche mit dem Zahnradsymbol. Die Anwendungseinstellungen sind in Abschnitte gegliedert. Die Benutzerprofile findet man ganz oben. Ein Benutzerprofil kann fest eingestellt werden, alternativ ist auch die freie Auswahl möglich. In allen Tutorials zu Track of the Day wird das Benutzerprofil Experte verwendet. Wenn du auf deinem Computer eine Einstellung oder ein Menü nicht finden kannst, ist wahrscheinlich das Benutzerprofil Anfänger oder Fortgeschritten aktiviert. Kommen wir zu den neuen Features. Neu ist die Möglichkeit, die Anwendungseinstellungen mit dem Mausrad zu scrollen. Damit das funktioniert, zeigt man mit der Maus auf die Spalte mit den Beschriftungen. Dreht man jetzt das Mausrad, werden auch ausgeklappte Bereiche nach oben und unten gescrollt. Zeigt man auf eine Liste mit vielen Elementen, kann diese ebenfalls gescrollt werden. Der zugehörige Abschnitt bewegt sich dabei nicht. Es kommt immer wieder vor, dass Nutzer über die Microsoft Windows Store App versehentlich die kostenpflichtige Pro Edition von Track of the Day installieren und den kostenlosen 30-tägigen Testzeitraum starten. Die kostenpflichtige Pro Edition enthält aber eine lebenslange Pro-Lizenz. Daher kann man hier keine Pro-Lizenz einfügen, was gelegentlich für Verwirrung sorgt. In Version 5.13 wird jetzt ein entsprechender Hinweis angezeigt. Um von der kostenpflichtigen Pro Edition zur kostenlosen Free Edition zu wechseln, deinstalliert man zunächst die Pro Edition und startet danach seinen Computer neu. Dann öffnet man die Microsoft Windows Store App und sucht nach Track of the Day. Nun findet man sowohl die kostenlose als auch die kostenpflichtige Edition. Die Free Edition erkennt man daran, dass es keinen Zusatz Pro Edition gibt. Nach der Installation der Free Edition kann man diese für einen Zeitraum von 7, 30 oder 365 Tagen mit einer Pro-Lizenz auf den Funktionsumfang der Pro Edition anheben. Ist die Pro-Lizenz abgelaufen, steht wieder die Free Edition zur Verfügung. Ein ungeliebtes Abonnement gibt es nicht und es werden auch keine nervigen wöchentlichen Werbe-E-Mails verschickt. Die direkte Kommunikation mit USB-Geräten ist eines der wesentlichen Features von Track of the Day. Bei Routenplanern, die in einem Webbrowser laufen, gibt es ein solches Feature aus technischen Gründen nicht. Mit Version 5.13 ist es nun noch einfacher, alle Arten von Navigationsgeräten, aber auch SD-Karten, USB-Sticks und andere Speichermedien komfortabel ohne Umwege zu verwenden. Damit Tracks, Routen und POIs über ein USB-Kabel importiert und exportiert werden können, öffnet man nach dem Herstellen einer USB-Verbindung den Dialog für die USB-Geräteauswahl. In der Liste der angeschlossenen Geräte wählt man danach das Zielgerät aus und selektiert den Ordner, den man für den Austausch von Tracks, Routen und POIs im GPX-Dateiformat verwenden möchte. Bei Garmin-Navigationsgeräten gibt es im internen Speicherbereich einen Ordner namens GPX. Diesen Ordner wählt man aus und ist dann auch schon fast fertig. Ist eine zusätzliche Speicherkarte im Navigationsgerät verfügbar, sollte es darauf einen Ordner Garmin geben, der einen Unterordner GPX enthält.
Ist diese einfache Ordnerstruktur vorhanden, werden Speicherkarten automatisch erkannt. Eine besondere Konfiguration ist nicht notwendig. Nutzer von TomTom-Navigationsgeräten wählen den Ordner TomTom auf der eingesetzten Speicherkarte aus. Bei USB-Sticks und SD-Karten kann jeder beliebige Ordner für den Import und Export von GPX-Dateien verwendet werden. Ausgewählte Geräte werden als bekannte Geräte in den Anwendungseinstellungen aufgeführt. Alternativ können sie auch über die USB-Geräteauswahl verwaltet werden. Bekannte Geräte werden automatisch erkannt, wenn man sie später erneut mit seinem Computer oder Tablet verbindet. Bereits vorhandene GPX-Dateien kann man damit nun direkt von allen USB-Geräten importieren. Auch das Erstellen neuer Ordner und das Löschen vorhandener Ordner wird unterstützt. Hier sehen wir, wie die Liste bekannte Geräte verwaltet wird. Um auch den Export von Routen zu vereinfachen, kann man das Zielgerät im Exportdialog direkt auswählen. Sind mehrere Geräte parallel angeschlossen, kann man Tracks, Routen und POIs der Reihe nach zu allen angeschlossenen Geräten exportieren. Auch der POI Live View wurde erweitert. Neu ist die Möglichkeit, POIs, die man bei einer Routenplanung nicht verwendet hat, von der Karte zu entfernen oder vollständig zu löschen. Das ist praktisch, wenn man beispielsweise Tankstellen entlang einer Route mit der POI-Supersuche in die Karte eingeblendet hat. Hat man eine oder auch mehrere Tankstellen als Viapunkt in seine Route eingefügt, kann man jetzt alle nicht mehr benötigten Tankstellen ganz einfach von der Karte entfernen oder auch permanent löschen. Wie man diese Funktion verwendet, sehen wir hier. Zunächst suchen wir Tankstellen entlang einer Route in Abständen von 50 Kilometern in einem Umkreis von 5 Kilometern. Diese Suche wiederholen wir mit Restaurants. Anschließend schauen wir uns noch mit Google Earth, Google Maps und Google Street View um und erstellen einige zusätzliche spannende POIs. Jetzt beginnen wir mit der Detailplanung unserer Route. Wir fügen einige POIs als Viapunkte hinzu, machen uns Notizen und definieren Pausenzeiten, damit wir abschätzen können, ob wir rechtzeitig zum Abendessen wieder im Hotel sein können. Sobald die Route steht, können wir mit dem POI Live View alle nicht verwendeten POIs entfernen oder auch dauerhaft löschen. Wurden POIs, wie hier gezeigt, in eine Route integriert, werden die zugehörigen Viapunkte mit diesen POIs verknüpft. Wird diese Route zu einem späteren Zeitpunkt erneut geöffnet, werden alle verknüpften POIs automatisch aus der Datenbank geladen und zusammen mit der Route angezeigt.
Um die Übersichtlichkeit bei der Kartenauswahl zu vereinfachen, kann man Karten, die man selten oder gar nicht benutzt, deaktivieren. Deaktivierte Karten tauchen nun nicht mehr in den Kontextmenüs auf. Über die Verwaltung der Kartenstile kann man alle ausgeblendeten Karten jederzeit wieder aktivieren. In Version 5.13 stehen mittlerweile mehr als 40 Tutorial-Videos kostenlos zur Verfügung. Um diesen Videos noch einfacher folgen zu können, kann der Videoplayer nun direkt geöffnet und parallel auf einem zweiten Monitor angezeigt werden. Dazu wurde unten links eine neue Schaltfläche integriert. Ist der Videoplayer geöffnet, kann man über die Schaltfläche mit dem Plus den Download-Manager für Tutorial-Videos öffnen und alle kostenlosen Tutorials herunterladen und in aller Ruhe anschauen. Ist der Player auf einem zweiten Monitor eingeblendet, kann man Tutorials jetzt jederzeit anhalten und gezeigte Arbeitsschritte in aller Ruhe selbst nachvollziehen. Ein Feature, das in den letzten Monaten häufig gewünscht wurde, ist die Generierung von Dokumenten im DocX-Format aus einem Track. Diese Dokumente kann man mit Anwendungen wie Microsoft Word öffnen und nachbearbeiten. Um aus einem Track ein Dokument zu generieren, selektiert man den Track, klickt auf Teilen und dann auf DocX-Dokument. Nachdem das Rendering des Dokumentes abgeschlossen ist, wird es in Word angezeigt, falls Word installiert ist. POIs entlang eines Tracks werden ebenfalls in dieses Dokument integriert. Bei POIs, die mit einem Screenshot oder Foto verknüpft sind, wird dieses Bild in das Dokument aufgenommen. Wer einen besonders schönen Track für eine Reisegruppe aufbereiten möchte, kann die Google Street View Sicht aktivieren und den Track schrittweise abfahren und an schönen Stellen einige Street View POIs erstellen. Sind Reiseteilnehmer mit dem Reiseziel noch gar nicht vertraut, erhalten sie so einen schönen ersten Eindruck der Reise. Hat man parallel zur Aufzeichnung des Tracks unterwegs fotografiert und dabei die Geokodierung in seiner Kamera oder seinem Smartphone aktiviert, kann man ausgewählte Bilder ganz einfach per Drag and Drop in Track of the Day als POI importieren. Innerhalb des DocX-Dokuments ist zu jedem POI der Abstand zum Track und die Distanz zum Start des Tracks aufgeführt. Auch die Voreinstellungen für Fahrzeuge und Routing-Profile wurden überarbeitet. Statt des LKWs gibt es nun das Beispiel Cruiser. Cruiser sind Motorräder wie die neue BMW R18 oder diverse Modelle beispielsweise von Harley Davidson oder Indian. Besitzer solcher Motorräder wollen in der Regel entspannt dahingleiten und nicht pausenlos von einer Spitzkehre zur nächsten hetzen. Durch die Kombination aus Fahrzeugabmessung und Parametern für das neue erweiterte Routing werden mit diesem Routing-Profil bevorzugt gut ausgebaute Straßen vorgeschlagen. Innenstädte werden falls möglich gemieden. Dieser Routing-Typ hat darüber hinaus den Vorteil, dass man allerlei Staumeldungen und Warnmeldungen bezüglich des Straßenzustands usw. erhält. Gibt es Warnungen, werden die zugehörigen Routensegmente als gestrichelte Linie dargestellt. Über das kleine Warndreieck am linken Kartenrand kann man die Liste der Warnungen öffnen. Jede Warnung kann selektiert werden, um die zugehörige Verkehrslage anzuzeigen.
Klickt man bei einer Warnung auf die Schaltfläche mit der Lupe, wird der zugehörige Abschnitt auf der Hauptkarte hervorgehoben. Man kann Warnungen auch Schritt für Schritt anschauen und weniger interessante Warnungskategorien ganz einfach ausblenden. Über die große Schaltfläche mit der Lupe kann man alle Warnungen entlang einer Route anzeigen. Mit der Mülltonne kann man alle Warnungen löschen. Warnungen werden über eine GPX-Erweiterung beim Export in die zugehörige Route integriert. Alle Warnungen können die Koordinaten des Beginns und des Endes von Staus und Baustellen usw. enthalten. Klickt man auf eine dieser Koordinaten, wird in Google Street View nach passenden Bildern gesucht. Gibt es Bilder, kann man leichter entscheiden, ob man den betreffenden Abschnitt vielleicht besser umfahren möchte. Um eine Umfahrung zu erstellen, kann man bei gedrückter Tastenkombination STRG plus Shift mit der linken Maustaste auf die Karte klicken und so ganz einfach einen Viapunkt in die aktuelle Route einfügen. Alle Viapunkte kann man jederzeit ganz einfach verschieben und dank der Street View-Integration weiß man auch sofort, auf was man sich bei der Umfahrung freuen kann. Hier sehen wir nun die unterschiedliche Arbeitsweise für das Standard-Routing und das erweiterte Routing. Damit Routen von Navigationsgeräten so berechnet werden, wie man sie ursprünglich geplant hat, sollten sie so viele Routenpunkte enthalten, dass bei der Berechnung eine identische Routenführung entsteht. Um viele Routenpunkte automatisiert in eine Route einzufügen, gibt es bei Track of the Day die Funktion Route verfeinern. Im englischen Sprachgebrauch nennt man dies auch Refinement. Für maximalen Komfort beim Export von Routen zu Garmin-Navigationsgeräten oder der BMW Connected Ride App gibt es nun das Auto Refinement oder auch kurz AR. Im Dialog für den Routenexport findet man zwei neue AR-Optionen, die hier zu sehen sind. Verwendet man Optimized AR, um eine Route an ein Garmin-Navigationsgerät zu exportieren, werden automatisch bis zu 100 Shaping Points in diese Route eingestreut. Alle Shaping Points oder auch Formgebungspunkte werden auf Garmin-Geräten bei der Routenberechnung berücksichtigt. Beim Routenimport berechnen Navigationsgeräte wie das Zoom XT oder der BMW Motorrad Navigator dann automatisch eine Route, die sehr weitgehend dem entspricht, was man tatsächlich geplant hat.
Damit diese Routenberechnungen auf Navigationsgeräten zuverlässig funktionieren, sollte man Autobahnen, Fähren und Mautstraßen usw. explizit erlauben. Dies hat keinerlei Nachteile, da bereits innerhalb von Track of the Day so geplant werden kann, dass Autobahnen gegebenenfalls gemieden werden. Auch Optionen wie kurvenreiche Strecke oder Adventurous Routing sollte man deaktivieren, da sie bei einer gut geplanten Route nicht nötig sind und den Import aller Routen stark verlangsamen. Wer bei einem Urlaub einige Tage oder Wochen am gleichen Ort verbringt, möchte vielleicht vermeiden, immer wieder die gleichen Strecken zu fahren oder umgekehrt besonders schöne Streckenabschnitte gleich mehrfach zu fahren. Damit man bei der Routenplanung sehen kann, ob sich die Routen mehrerer Tage überschneiden, werden Routing Overlays nun automatisch in der gleichen Farbe wie der ursprüngliche Track oder die ursprüngliche Route erzeugt. Wird im Verwaltungsdialog für die Routing Overlays die Deckkraft auf ca. 50% reduziert, sieht man sehr gut, wo sich geplante Routen überschneiden. In diesem Beispiel sieht man einige Tracks aus dem Roadbook Sardinien. Jeder Track kann mit einem einfachen Klick in ein Routing Overlay konvertiert werden. Alle Overlays haben nun automatisch die gleiche Farbe des ursprünglichen Tracks. Stellt man für die Routing Overlays eine Deckkraft von ca. 50% ein, werden alle Überschneidungen jetzt sofort sichtbar. Konvertiert man anschließend alle Tracks in Routen, kann man sie individuell anpassen und behält dabei stets die ursprünglichen Tracks im Blick. Besonders Einsteiger fragen häufig, warum Teile einer Route als Luftlinie dargestellt werden. Die Lösung ist häufig ein versehentlich deaktiviertes Auto-Routing. Ob das automatische Routing aktiviert ist, sieht man am Glühlampensymbol oberhalb der Liste der Routen. Ist dieses Symbol rot, ist das Auto-Routing abgeschaltet und man kann eine Routenberechnung jederzeit manuell starten. Ist die Lampe grün, werden Routen bei jeder Änderung automatisch neu berechnet. Man sollte jederzeit unbedingt im Hinterkopf behalten, dass eine identische Berechnung auf jedem Navigationsgerät erneut ausgeführt wird, wenn man dort eine Route importiert. Daher dient die Anzeige des Routenverlaufs nur der Orientierung und hat keinen wirklichen Einfluss darauf, was ein Navigationsgerät letztlich berechnen wird. Lediglich die Anzahl und die Positionierung der Routenpunkte entscheiden darüber, ob eine Route später so funktioniert, wie man sie geplant hat. Bei Routen mit vielen Routenpunkten, die zudem extrem dicht beisammen liegen, werden daher sehr kurze Segmente automatisch übersprungen und als Luftlinie angezeigt. Die Mindestdistanz für eine Routenberechnung kannst du in den Einstellungen konfigurieren. Die voreingestellte Distanz beträgt 1000 Meter. Sehr viel kürzere Werte sind hier möglich, aber in den wenigsten Fällen wirklich sinnvoll. Ein dritter Grund, warum statt einer Route eine Luftlinie angezeigt wird, sind Vermeidungen, die in den Routing-Profilen konfiguriert sind. Ist für eine Route eine Fährverbindung notwendig, so kann diese nicht berechnet werden, falls Fähren vermieden werden sollen. Gleiches gilt für Autobahnen, Mautstraßen und so weiter.
Ist ein Routenpunkt versehentlich direkt auf eine Autobahnbrücke gesetzt, statt auf der darunterliegenden idyllischen Landstraße, führt dies häufig zu einer etwas abenteuerlichen Routenführung. Falls Autobahnen vermieden werden, können die beiden angrenzenden Routensegmente nicht berechnet werden. Solche Fehler lassen sich ganz einfach korrigieren, indem man falsch gesetzte Routenpunkte mit der Maus um einige Meter verschiebt. Wenn du Fragen zu Track of the Day hast, kannst du diese über das Kontaktformular stellen. Sie werden umgehend beantwortet und dieser Service ist vollständig kostenlos. Vielleicht schaust du auch bei Facebook in der Track of the Day Community vorbei. Dort treffen sich viele begeisterte Nutzer und helfen jederzeit gern mit guten Tipps und Hilfestellungen. Für die Diskussion von Fragen und Verbesserungswünschen steht ja auch das Forum kostenlos zur Verfügung. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss.